Hallo, liebe Freunde der Physik. Ich bin Markus Maximilian Litzel. Willkommen zu Markus Maximilian Litzel präsentiert Fun with Racks. Heute stelle ich euch das Live-Rack meiner Band We Saw Worlds Collide vor. Die Band besteht aus einem Sänger, 2 Gitarristen, einem Bassisten, einem Schlagzeuger und einem unsichtbaren Orchester. Wir haben es geschafft, unsere komplette Live-Technik in ein Rack zu packen mit 15 Höheneinheiten und 19 Breiteneinheiten. Ich möchte die einzelnen Geräte kurz vorstellen, nur im Überblick. Wir haben hier das unsichtbare Orchester. Wir haben hier eine Schublade. Ein Camper für einen Gitarristen, ein zweiter Camper für den anderen Gitarristen. Ein XR Mischpult. Ja, Mischpult. Es ist ein Mischpult, das mit iPad gesteuert werden kann. Ein Vocalizer, also ein Gesangseffektgerät. Einen Sense Amp, also ein Bass-Amp, der dem Ampeg nachempfunden ist und ziemlich genauso klingt. Eine Blende und nochmal eine Schublade. Wir haben hier ganz oben eine Blende, wir haben hier eins weiter unten den Hauptschalter mit 8 Steckdosen hinten drin, wir haben hier eine Steckdosenleiste mit Endstörfilter von Brennstuhl, wir haben hier 3 Wireless-Systeme, Bass, Gitarre, Gitarre, wir haben hier ein DMX-Lichtsteuergerät, wir haben direkt dahinter eine Verteilerleiste, dass die Signale, die von Gitarre und Mikrofonen weitergeleitet wird und gesplittet wird auf unser Monitoring-System, das über das XR realisiert wird, und zum anderen auf ein Multicore-Kabel, das dann zum Mischer geht. Wir haben hier eine weitere Blende, wo der DMX-Out rauskommt, weil das ist normalerweise hier mit einer Plexiglasscheibe zugedeckt, das heißt, wir kommen da so einfach nicht ran. Hier kommt man gut hin. Wir haben hier noch ein Main links und Main rechts für unseren Proberaum, dass wir ganz einfach schon den Mix schon rausgeben können. Direkt drunter haben wir die Wireless In-Ear-Systeme, die ich später noch vorstellen werde. Es sind jeweils Stereosysteme, die aufgeteilt sind auf die einzelnen Kanäle. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, 4 Empfänger zu speisen mit Monitorsignalen. Da unten haben wir auch nochmal eine Schublade und genau, und da unten nochmal die Schublade von der anderen Seite. Ja, das war's. Ja, wo fangen wir an? Zuallererst brauchen wir Strom. Wir haben mittlerweile so viele Geräte, dass wir, ich glaube, 10 oder 15 Steckdosen bräuchten auf der Bühne, die meistens nicht vorhanden sind. Wir haben es jetzt geschafft, das auf genau eine Steckdose zu reduzieren, indem wir einfach 1 Million Steckdosenleisten einbauen, oder genauer gesagt 2. Ein weiteres Problem, das wir dann haben, ist, dass wir aus genau dieser einen Steckdose meistens irgendwie ziemlich viel Mist mitbekommen, also von Geräten, die angesteckt sind. Ganz oft ist es Licht, das irgendwie reinspuckt. Und genau für diese Fälle haben wir neben unserer einen Steckdosenleiste noch so ein Teil hier. Das ist ein Brennenstuhl BF 30000. Ist ein Endstörfilter, der stört, nein, der stört nicht, der filtert Störungen aus dem Netz. Zwar nicht tieffrequente Störungen, wodurch jetzt nicht unbedingt Brummschleifen verhindert werden können, aber zumindest hochfrequente Störungen. Ganz wichtig, Endstörfilter. So, nachdem wir das mit der Stromversorgung jetzt geklärt hätten, versuche ich jetzt den Signalweg von Quelle, also Gitarre oder Mund oder Arsch oder was auch immer, bis zu den Boxen an der Anlage durchzuführen, sodass man das verstehen kann. Im Fall der Gitarren haben wir uns entschieden, das Ganze wireless zu machen, also schnurlos, weil wir haben so viele Kabel auf der Bühne und wir fliegen ständig drüber und es ist einfach nur nervig. Wenn wir da so ein Rack stehen haben und es kommt kein Kabel rein und kein Kabel raus, ist einfach super angenehm, weil das Teil kannst du überall hinstellen und es ist scheißegal, wo sich der Instrumentalist befindet. In unserem Fall haben wir uns entschieden für das Line 6, wie heißt es noch? Ich weiß nicht genau, wie es heißt. G30 heißt es. Es ist ein digitales Wireless,
was sehr praktisch ist, weil es kaum Interferenzen mit anderen Wireless-Systemen gibt. Wir haben ab und zu ein bisschen Schwierigkeiten mit WLAN, also wenn es sehr viele Geräte gibt, die WLAN nutzen im Raum, kann es mal Schwierigkeiten geben auf ein paar Kanälen. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann steigen wir einfach doch wieder um auf Kabel in dem Fall. So, im Falle des Gesangs sind wir beim klassischen Kabel geblieben, ein klassisches XLR-Kabel, einfach aus dem Grund, es sieht einfach kacke aus, wenn da ein Sänger steht, der ein Wireless-Mikrofon hat, weil die Dinger irgendwie so riesig sind und es ist irgendwie Panne. So, um im Signalweg jetzt weiterzugehen, vom Mikrofon über das Kabel, gehen wir von dem Kabel aus in ein Effektgerät. Vocal Harmony Processor Vocalist Live Pro ist das Ding genannt. Ist von Digitech, kann ziemlich viel krassen Scheiß, zum Beispiel Autotune oder es kann 3, 4, 5 Harmonien hinzuschalten. Harmonien hinzuschalten. Das nutze ich alles nicht, weil mir das ein bisschen zu viel irgendwie digitales Technikzeugs ist. Was ich aber nutze, ist der Kompressor, der dort eingebaut ist, der ziemlich gut ist. Eine leichte Zerrung, eine leichte Anzerrung und ein bisschen Reverb. Jetzt fragt ihr euch sicher, wieso mache ich das? Das macht der Mischer doch auch schon. Ich kann dieses Teil per MIDI steuern und kann somit selbst entscheiden, wann ich jetzt einen Part habe, wo ich ein bisschen mehr Reverb möchte und wann ich einen Part habe, wo ich ein bisschen mehr Zerre gern hätte oder wo ich einfach mehr Kompression brauche. Deswegen ist es praktisch, selbst das in der Hand zu haben. Das zweitwichtigste Instrument nach dem Gesang ist natürlich der Bass. Beim Bass haben wir uns dafür entschieden, von dem Wireless-System, das ich vorhin schon gezeigt habe, direkt in einen Sense-Amp von Tech 21 zu gehen. Warum? Dieses Gerät hat nur eine Höheneinheit, braucht deswegen relativ wenig Platz, ist relativ erschwinglich und wir brauchen sonst eigentlich nichts. Wir kommen vorne rein, können ein bisschen rumstellen an den Sound und gehen hinten mit XLR wieder raus, um dann die Anlage zu speisen. Sind wir bei den Krachmachern angekommen? Nein, ich meine nicht unser Drumset. Unser Drumset ist immer noch Hardware, es sind immer noch große Toms und kleine Toms und Becken und Snare und die werden immer noch mit Holzsticks geschlagen. Nein, ich meine unsere Gitarren, unsere verzerrten Gitarren. Das Signal kommt hier von der Gitarre über ein Kabel, ein sehr kurzes Kabel, über einen Sender in einen Empfänger und kommt aus dem Empfänger wieder raus und geht rein in unseren Camper-Amp. Wir haben 2 davon, weil wir 2 Gitarristen haben. Über den Camper-Amp selber mag ich eigentlich gar nicht so viel erzählen, weil der Camper ist mittlerweile bekannt unter Gitarristen, da gibt es eine riesen Community. Was ich aber dazu sagen möchte ist, was ziemlich cool ist, man kann per MIDI-Channels, Program Changes, die Kanäle wechseln und das Ganze automatisiert, was ich später noch vorstellen werde. Normalerweise machen die das über ihre Foot-Switches, aber es ist alles so kompliziert und überhaupt, man möchte eigentlich als Gitarrist nur spielen. Ja, um mit dem Signalweg weiterzumachen. Wir haben jetzt Gesang, eigentlich haben wir 3 Gesänge. Nur einer ist über den Effektprozessor, dann haben wir einen Bass, dann haben wir 2 Gitarren, wir haben auch noch Tracks, was ich später noch vorstelle. Der Signalweg geht dann weiter von den jeweiligen Camper-Amps und Gesangsprozessoren und Sense-Amps in so einen Splitter von T-Rex, also Thomann-Gerät hier, ist ziemlich cool. Ich fahre mit meinem Eingang hier rein, XLR, und bekommen hier 2 Signale raus. Wieso brauchen wir das? Wir brauchen das, damit wir das Signal splitten können für den Weg, der zur Anlage, also zum Mischer geht, über einen Multicore und zum anderen für unseren Monitormix, den wir selbst für uns dann gestalten können. Das heißt, wir sind autark, wir sind nicht auf den Mischer angewiesen, der uns den Monitormix macht, weil wir das selbst machen. Und was an dem Teil ganz cool ist, es ist entkoppelt. Das heißt, wir haben keine Probleme mit irgendwelchen Störungen, mit Brummschleifen und so weiter. Zentralen Element unseres Racks angekommen.
Es ist hier ein XR X18, glaube ich, ist es. Also XR18, das ist das größte ohne Monitor. Was ich als erstes sagen möchte, ist, hier hängen jetzt schon ein paar Kabel rum. Ich wollte nicht mehr alles auseinanderbauen. Was im Prinzip wir hier haben ist, zum einen, aufgrund von Platzmangel, haben wir das Stimmgerät für den Bass hier reingebaut in die Seite. Hier kann man das erkennen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für ein Modell das war. Ich habe das umgebaut. Das besteht nur aus LEDs und hat keinen Bildschirm. Ist quasi Part jetzt unseres XR. Auf der anderen Seite haben wir eine Temperaturanzeige, einfach weil wir wissen wollten, wie viel Grad wir eigentlich dort in dem ganzen Rack haben und nicht, dass wir mal auf der Bühne sind und irgendwann ein Temperaturproblem haben. Bisher sind wir aber nicht über 35 Grad gekommen, also von dem her eigentlich keine Bedenken. Die zentrale Funktion des XR bei uns in der Band ist die des Monitor-Mixings. Wir haben hier die Eingänge, wo die ganzen Instrumente reinkommen, ausgenommen Schlagzeug, aber das ist eh immer so laut, das brauchen wir nicht auf unserem Monitor-Mix. Wir haben dann die 6 AUX-Ausgänge, wo wir die ganzen Signale für die einzelnen Musiker rausnehmen. Das sind die Monitor-Mixe für unsere Wireless-Systeme, die ich später noch vorstellen würde. Wie ihr sicher gesehen habt, verfügt das XR über keinen Bildschirm. Es ist zum einen praktisch, weil es damit ziemlich klein ist. Zum anderen brauchen wir dann ein Steuergerät. In unserem Fall ist es ein iPad, ein relativ altes, es ist relativ robust. Und damit steuern wir dann unseren Monitor-Mix. Das heißt, jeder kann dann hingehen an das iPad und kann seinen Mix für sich selbst steuern. Er muss dazu einfach nur auf seinen Bus klicken, der auf seinen AUX-Ausgang gemappt ist, und kann dann seinen Mix selbst einstellen. Während unserer Tests hatten wir leider Probleme mit dem intern eingebauten WLAN von dem XR, und zwar in Bezug auf Interferenzen mit den Wireless-Systemen, weil es ist alles in einem Rack und interferiert ganz wild umher. Deswegen haben wir uns entschieden, das Ganze auf Ethernet umzustellen, also verkabelt, und dann aber einen Router, so einen kleinen Repeater, gibt es bei Amazon für 10 Euro, außerhalb des Racks, in unserem Fall in unserer Schublade, die wir aufziehen, zu platzieren, wodurch die Interferenzen eigentlich quasi weg sind. Wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, versuchen wir oder steuern wir alle unsere Geräte, die mit MIDI steuerbar sind, mit dem MIDI-Protokoll über Program Changes. Dafür nutzen wir auch das XR. Das XR hat hier ein MIDI-In und MIDI-Out. Die Steuerung ist relativ simpel. Ich erkläre das später noch anhand der Software, wie man die Camper-Amps und wie man den Vocalist Pro dann ansteuert über die MIDI-Steuerung. Vorhin habe ich euch noch den Splitter gezeigt vor dem XR. Auf der einen Seite des Splitters hängt das XR, auf der anderen Seite des Splitters, also auf dem jeweilig gesplitteten Signal, haben wir einen Multicore hängen. Ein Multicore mit, ich glaube es sind 5 oder 6 Meter Länge. Das Praktische daran ist, man kennt es als Band, man kommt an den Gig hin und eigentlich ist der Mischer und alle schon ziemlich genervt, weil dann passt das wieder nicht, dann passt das wieder nicht und dann ist der Gitarrist nicht da, dann fehlt der Drummer, dann fehlt das, es fehlt immer irgendwas. Das Praktische an diesem System ist, ich gebe dem Mischer einfach das Multicore in die Hand und es ist alles beschriftet. Wir haben 3-mal Gesang, wir haben 2-mal Gitarre, wir haben den Bass, wir haben die Samples und wir haben ein eventuell fehlendes Instrument, falls ein Bandmember keine Zeit haben sollte für einen Auftritt, was wir auch einspeisen können. Ich gebe dem Mischer das ganze Teil in die Hand und er muss eigentlich quasi nur noch einstecken und kann seinen Mix live machen. Ja, der Signalweg von den Instrumenten und von den Mündern zu der Anlage steht jetzt komplett. Jetzt kommt der Signalweg weiter fürs Monitoring. Für unser Monitoring dachten wir, es ist unglaublich praktisch, wenn wir auch Wireless-Systeme haben, weil wenn man da rumspringt auf der Bühne, dann ist es echt unpraktisch, wenn man da verkabelt ist. Wir haben uns hier für das System von LD Systems entschieden. Es schreibt sich hier MEI 1000-T. Es hat den einfachen Grund, es ist relativ kostengünstig und ich kann ein System für 2 Kanäle nutzen und zwar wirklich komplett autark. Das ist das Praktische, dass wir quasi mit 2
gekauften Systemen bereits 4 Instrumentalisten abdecken in dem Monitoring. Das hier ist ein Empfänger, der muss dann richtig eingestellt werden auf den rechten oder den linken Kanal. Das bedeutet, jeweils ein Empfänger bekommt eines dieser Signale, die ich über XLR reingebe. Die Signale kommen aus dem XR raus, wo ich ja vorhin erklärt habe, dass jeder seinen Monitormix selbst machen kann. Wenn man auf Auftritten von richtig großen Bands ist, fällt einem sicherlich auf, dass das Licht immer perfekt abgestimmt ist auf die Musik. Zum einen haben die teilweise richtig gute Lichtmischer dabei, die die Songs kennen, die alles perfekt kennen. Wir haben leider keinen Lichtmischer, können deswegen auch keinen mitnehmen. Wir haben aber dafür ein kleines Gerät hier, das nennt sich DMXIS von Entech. Es ist auch relativ erschwinglich. Man kann hier mit Hilfe von voreingestellten Presets, also selbst voreingestellten Presets und einer Preset-Steuerung über MIDI erreichen, dass man eine Lichtsteuerung bekommt, die perfekt auf die eigenen Songs abgestimmt ist. Man muss es natürlich vorher programmieren in Form von MIDI. Wenn man das gemacht hat, ist es super cool, weil das Ding läuft. Man steckt es an, es läuft, es funktioniert.